Hallo meine lieben Nähfreunde! Heute soll es mal um 6 Alltagsgegenstände gehen, die mir das Nähen extrem erleichtern, und da waren riesige Überraschungen dabei. Wer kennt es nicht? Ihr wollt was auftrennen oder verstauen oder nähen und euch fehlt aber das richtige Werkzeug dazu. Das Schöne ist, ihr könnt mehrere Sachen aus eurem Alltag, die ihr vielleicht schon zu Hause habt, umfunktionieren und auch zum Nähen benutzen. Vielleicht schafft ihr euch jetzt auch ein paar Sachen an, weil ihr seht, dass ihr die zum Nähen und in eurem Alltag benutzen könnt. Die Links zu den Sachen, die ich hier benutze, habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir sofort rein. Ich möchte gleich mal beginnen mit Rasierklingen. Das sind einschneidige Rasierklingen, also die sind nur an einer Seite scharf und an der anderen Seite sind sie abgerundet, so dass man sie gut in der Hand führen kann. Eigentlich sind die gedacht für zum Beispiel Schaber, mit denen man Farbreste oder Lacke entfernen kann. Die eine oder andere kennt es vielleicht auch vom Backofen. Wenn ihr dort so einen Schaber habt, dort setzt man genau solche Klingen ein. Aber ich möchte die benutzen, um eine Naht aufzutrennen. Manche Nähte kann man nämlich wirklich super schlecht mit dem Nahtauftrenner auftrennen, weil man so schlecht rankommt. Diese Rasierklinge ist dabei viel schmaler als der Nahtauftrenner. Und wenn man sie vorsichtig benutzt, geht es richtig, richtig schnell. Schaut mal. Ich benutze hier eine Technik, in der ich mit meinen Fingern den Stoff auseinanderziehe und mit dieser Klinge einfach ganz vorsichtig schneide. Es reicht fast, wenn man sie in die Richtung vom Faden hält und schon geht die Naht ganz einfach auf. Ich finde, das geht richtig schnell und ist ein super Tipp, um mal eben eine Naht aufzutrennen, die mal schnell geöffnet werden muss. Dieses Teil habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ihr habt mich danach schon richtig gelöchert. Das ist ein Handtuchhalter, in dem man sein Handtuch reinklemmen kann. Auf der Rückseite hat es eine Klebefläche. Und diesen Handtuchhalter hier kann man perfekt benutzen, um einen Zipper einzufädeln in einen Reißverschluss. Das geht super schnell und super einfach. Ich habe mehrere Zipper-Einfädler schon ausprobiert und das ist wirklich mein absoluter Liebling. Ich nehme mir jetzt diesen Zipper vor und klemme ihn genau in diesen Spalt ein. Das heißt, ihr könntet diesen Handtuchhalter einfach in eurem Bad anbringen und wenn ihr mal schnell einen Zipper einbringen müsst, dann geht ihr schnell ins Bad, nehmt euren Reißverschluss und zieht den da durch. Das geht wirklich easy. Schaut mal, hier sind diese Kerben und da klemme ich das genau rein. Das macht sich hier richtig gut, denn es ist egal, wie groß der Zipper ist. Dadurch, dass ihr hier diesen Schlitz habt, könnt ihr verschiedene Größen benutzen. Also jede Größe wird hier reinpassen. Ich schiebe den so weit runter, dass der sich nicht mehr bewegt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch noch festkleben. Ich habe jetzt was genommen, damit das nicht wegrutschen kann. Das ist jetzt meine Garnbox. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch festkleben. Und jetzt nehme ich mir den Reißverschluss, setze ihn an die Seiten. Und der Zipper wird hier perfekt gehalten und dadurch kann ich das wirklich einfach mal schnell durchziehen. Geht super easy. Ich habe das einmal in einem richtig guten Zipper ausprobiert, für den ich auch gutes Geld bezahlt habe. Habe es aber auch noch an einer billigen Variante vom Teddy probiert und auch dort ging das super schnell ohne Probleme. Also auch hier habe ich das richtig schnell eingefädelt. Es ist schon drin. Genau, jetzt kann ich rüberziehen und fertig. Also diese Handtuchhalter sind wirklich echt eine klasse Sache, einfach um mal schnell so ein Zipper einzufädeln. Also wenn ihr noch etwas sucht, woran ihr eure Handtücher aufhängen könnt, dann kauft diese Dinger, denn damit könnt ihr auch nebenbei noch einen Zipper einfädeln. Bei manchen Dingen fällt es einem einfach schwer, sie wegzuwerfen. Bei mir sind das diese süßen Lätzchen hier. Ich habe so ein rosanes Silikonlätzchen, das ist noch übrig und das ist noch fast wie neu. Man könnte das jetzt weiter verschenken natürlich an Eltern mit Babys. Wenn die aber selber schon Lätzchen haben, dann empfehle ich euch, mal auszuprobieren, ob euer Lätzchen vielleicht unter eure Nähmaschine passt. Wenn ihr eure Nähmaschine anhebt, seht ihr so Füße. Wenn ihr dieses Lätzchen dann nehmt und an dieser Aussparung, die eigentlich um den Hals kommt, da den Fuß reinstellt
Dann hält dieses Lätzchen einmal perfekt am Tisch und ihr habt unten die perfekte Silikonauffangenschale für zum Beispiel Fäden oder Stoffreste. Einerseits stört es die Nähmaschine nicht und andererseits hängt das dann einfach dort unten. Ihr könnt dann einfach eure Fäden abschneiden und direkt dort reinpurzeln lassen. Durch diese Silikonbeschaffenheit bleiben die Fäden sogar hängen. Das heißt, selbst wenn die ein bisschen daneben gehen, bleiben die trotzdem irgendwie in der Nähe kleben. Ich finde diese Variante richtig cool, zumal man hier ja wirklich nichts kaufen muss. Also wenn ihr solche Lätzchen zu Hause habt, probiert mal aus, ob die an eurem Nähtisch nicht eine riesige Hilfe sein können als Auffangbehälter während des Nähens. Und wenn ich fertig bin, entferne ich das Ding einfach und kippe den Inhalt in den Müll. Und noch etwas, das ich einfach übrig habe, das sind diese Knickarmbänder hier, die sich so zusammenrollen. Die kennen bestimmt die meisten Eltern oder Großeltern, weil es einfach diese Bänder oft als Werbegeschenke gibt oder weil man die zum Kindergeburtstag irgendwie gerne austeilt. Und die finde ich richtig praktisch zum Nähen. Denn was kann man mit denen machen, außer noch schöne Armbänder zu haben? Genau, wenn ihr riesige Schnittmuster habt und die einmal zusammenrollt, also zum Beispiel habt ihr ein Schnittmuster und habt dort den Schnitt in verschiedenen Größen abgenommen, dann wollt ihr ja dieses Standardschnittmuster, von dem ihr den Schnitt abgenommen habt, nicht wegwerfen. Also rollt ihr es zusammen und damit es zusammenhält, nehmen wir jetzt diese Armbänder. Und zwar reicht eins eigentlich für diese ganze Rolle. Wenn ihr mehr Standfestigkeit braucht, dann nehmt gerne 3 Bänder für die Rolle. Also eins in die Mitte und dann noch links und rechts eins und diese Rolle wird sich wirklich nicht von alleine öffnen. Das ist richtig praktisch und vor allem könnt ihr diese Bänder dann jederzeit wieder abmachen und neu verwenden. So geht diese Rolle auf jeden Fall nicht mehr auf. Und die Bänder haben gleich noch ein zweites Leben bekommen, denn oft landen die ja wirklich im Müll. Welche Alltagsgegenstände benutzt ihr eigentlich zum Nähen, die normalerweise eine andere Funktion haben? Schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare. Für Tipps sind wir immer alle dankbar. Und für die nächsten 2 Tipps gehen wir mal rüber in die Küche. In der Küche gibt es auch noch mal eine richtig gute Ausbeute zum Nähen. Und zwar habe ich hier diese Backpapierzuschnitte. Und das sind keine normalen Backpapierzuschnitte, denn das ist wiederverwendbares Backpapier. Das haben viele von euch vielleicht in der Küche oder als Grillmatte, zum Beispiel beim Grill im Garten. Und diese Zuschnitte hier könnt ihr perfekt beim Nähen auch verwenden. Denn oft muss man ja etwas zwischenlegen, wenn man etwas bügelt, damit es nicht zu heiß ist, sich der Stoff nicht verziehen kann, eben da nichts passieren kann oder eben für Bügelbilder. Dort finde ich diese Zuschnitte hier wirklich perfekt. Normales Backpapier nutzt sich ja ab, zerknittert. Das passiert bei diesen Zuschnitten hier nicht. Wir benutzen jetzt hier einmal unser Bügeleisen und ich zeige euch, wie es funktioniert. Bei den meisten Bügelbildern steht dabei, dass man eben Backpapier unterlegen soll oder es geht auch ein Baumwolltuch. Wenn ihr das aber nicht zur Hand habt, dann huscht doch mal schnell in die Küche. Ihr könnt eben auch dieses wiederverwendbare Backpapier benutzen. Und das finde ich wirklich praktisch, denn ihr könnt das ja eben auch einfach aus dem Backofen holen, dann damit euer Bügelbild fertig machen und das wieder in den Backofen packen. Finde ich wirklich sehr praktisch. Und es hat auch noch perfekt funktioniert. Manchmal gibt es so Tage, da denkt man, hätte ich doch nur meinen Nähschinken dabei. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann habt ihr das wahrscheinlich nicht. Das sind diese runden Bügeleier, über die ihr zum Beispiel so runde genähte Stoffe ziehen könnt, um die perfekt zu bügeln. Das hat nicht jeder in seinem Nähalltag da. Wenn ihr das zum Beispiel flach auflegt und jetzt diese Nähte auseinander bügelt, dann habt ihr hier immer eine Bügelfalte. Und das ist ja blöd, dort wollen wir ja keine Bügelkante haben, deswegen zieht man das normalerweise auf so ein Bügelei. Ich benutze aber immer diese Teigroller hier, die gibt es in klein und in groß und die sind wirklich sehr praktisch, wenn es mal rund zugehen soll. Denn ich ziehe dort jetzt zum Beispiel meinen Ärmel. Stellen wir uns mal vor, das wäre ein Ärmel und ich möchte die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Den ziehe ich jetzt hier drüber, denn das Holz ist natürlich feuerfest und ich kann jetzt einfach mit meinem Bügeleisen drüber gehen. Wenn ihr Angst habt, dass euch dieser Teigroller wegrollen kann, dann könnt ihr natürlich dieses Nudelholz eben auch mit Nähgewichten links und rechts
auch noch steif machen, sodass es nicht wegrollen kann. Und dann habt ihr die volle Kontrolle beim Bügeln. So entstehen nicht diese doofen Bügelfalten, die wir ja gar nicht haben wollen. Genauso dann auch nochmal auf der anderen Seite, da habe ich auch eine Naht, die ich noch umlegen möchte. Da kann ich das dann wieder hier reinlegen und das funktioniert wirklich perfekt. Und ich denke, in Nudelholz haben ja wirklich die meisten zu Hause. Das heißt, das macht das Bügelei für mich sogar in dem Moment überflüssig. Wenn ihr das aber sehr oft benötigt, macht die Anschaffung von so einem Teil wirklich Sinn. Ich benötige das im Jahr nicht ganz so oft und deswegen reicht für meinen Einsatz auf jeden Fall das Nudelholz. So brauche ich keinen extra Ballast oder mir eben auch nichts extra anschaffen. Und das Ergebnis lässt sich doch auch sehen, oder? Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe unglaublich viel dabei dazugelernt. Mein absolutes Highlight war dabei tatsächlich das Einfädeln von Reißverschlüssen, denn damit habe ich ganz oft Probleme gehabt und habe auch schon verschiedene Tools ausprobiert, aber dass es am Ende ein Handtuchhalter wird, der mir so das Leben erleichtert, hätte ich nie gedacht. Ich hoffe, das Video hat euch ganz viel Spaß gemacht und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal bei YouTube. Und ihr könnt mich natürlich auch gerne jederzeit auf meiner Homepage besuchen. Da gibt es Blogbeiträge und wunderschöne Schnittmuster und Plotterdateien, die ich selbst entworfen habe. Und wusstet ihr eigentlich, dass es noch einen riesigen Nähhelfer gibt, und zwar bei Snapply von mir? Dort gibt es nämlich meinen Schnittmuster-Blog unter anderem. Und mit dem könnt ihr bestimmt auch super eure Schnittmuster sortieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, also nächste Woche Freitag 19 Uhr. Ich bin pünktlich, ihr auch. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss!